Willkommen Raumpilot in Elite Dangerous zum Trailblazer Update in Bezug auf die Systembesiedlung und die Kolonisierung, die damit jetzt eingeführt wurde. Man sollte dazu einen Carrier haben, wie der hier gerade ankommt nach dem Sprung, und einen möglichst großen Transporter, Frachter, um viel Rohstoffe zu transportieren. Zunächst mal, wir haben hier neue Optionen bekommen zur Steuerung vom Hauptmenü aus. Optionen Steuerung, allgemeine Steuerung. Da gibt es hier jetzt unten Einrichtungsplatzierung, Systembesiedlung. Das ist insbesondere dafür wichtig, wenn man dann auf Planeten Siedlungen baut. Da sind diese Tastendefinitionen von Belang. Die sollte man sich dann also definieren, wie man das am liebsten hat, wie man das am besten bedienen kann für die Platzierung von diesen Planetensiedlungen. Ein System zu besiedeln, zu kolonisieren, sucht man sich am besten über die galaktische Karte. Jetzt sollte man sich dann so mal konfigurieren, dass man nur die Ingenieure sieht, da an den Anzeigeoptionen, da unten links. Das gibt noch den besten Eindruck von der Bubble. Die Bubble selbst sieht man ja nicht mehr, die gibt es jetzt nicht mehr seit dem Trailblazers Update. Und dann gibt es hier eine neue Anzeigeoption, das ist die Systembesiedelung, der Kartenmodus für die Systembesiedelung. Und da werden einem unbeanspruchte, also noch freie Systeme angezeigt. Ungültig, das sind Systeme, die Frontier gesperrt hat für Besiedelung. Meine eigenen Kolonien sind gelb und bewohnte, bereits besiedelte Systeme sind violett. In dieser Ansicht gibt es dann hier eine Kugel. Hier sieht man das. Diese Kugel mit diesen violetten und weißen Punkten, das sind dann die Sterne. Violett sind also schon besiedelte und weiße sind noch freie. Das ist jetzt ziemlich in der Bubble, da ist halt, wie man sieht, alles besiedelt. Was noch frei ist, sind in der Regel Sterne, die keine Planeten haben, und die sind dann relativ sinnlos. Mit den Einstelloptionen für die Tastatur, die man so gemacht hat, für die galaktische Karte, in den Steuerungsoptionen, kann man sich dann hier mit der Kugel durch die Galaxis bewegen, und dann sieht man, je weiter man da hochkommt, umso mehr weiß gibt es dann hier. Das sind also dann eben alles dann schon unbesiedelte, noch unbesiedelte Systeme. Wenn ich hier jetzt näher rangehe, dann habe ich hier beispielsweise mein gelbes System, das ist jetzt mein eigenes. Und dann sehe ich hier Systeme mit so einem Kran, mit so einem Baukran hier oben drüber und einem violetten Dreieck. Das ist ein System, wenn man da reinschaut, dann sieht man, hier ist nur ein Systemkolonisationsschiff drin, sonst noch gar nichts. Da sind dann eben diese Baukräne, ich sage auch immer Hammer, da oben drüber. Hier wird dann der sogenannte Primärhafen gebaut. Dann haben wir hier Dreiecke, die haben keinen Baukran oder Hammer, sage ich immer, sieht ja auch so aus wie ein Hammer da oben drüber. Das heißt, dieses System, und das betrifft dann eben genauso diese anderen Systeme mit einem ausgefüllten Dreieck, dieses System, da ist also schon fertig gebaut. Da gibt es zum Beispiel dann eben eine Station da drin, wo man dann eben reinschauen kann. Und sieht dann, da hat einer schon eine Station gebaut, da zum Beispiel. Und in diesen Stationen gibt es dann den sogenannten Systembesiedelungskontakt. Den sehen wir dann später noch. Ja, also die Dreiecke sind dann eben Systeme mit Station. Ein offenes Dreieck zeigt an, dass da noch weiter gebaut wird. Ein geschlossenes Dreieck zeigt an, dass da nicht gebaut wird. Im Moment. Das heißt hier im Moment beispielsweise. Da ist schon ziemlich viel gebaut, wie man hier sieht. Da sind schon auf dem Planeten sind schon Siedlungen gebaut. Da sind hier 2 Außenposten gebaut. Das sind also beispielsweise hier dann eben
Systeme, wo eben gerade nicht gebaut wird und mit offenen Dreiecken, da wird gerade aktiv gebaut. Und das hier sind dann eben Systeme, die sind noch nicht besiedelt. Da kann man dann, wenn man die schon mal besucht hat, reinschauen. Kann sich das angucken. Hier ist also beispielsweise ein unbesiedeltes System. Hier sieht man, dieses Fähnchen zeigt dann an, hier würde dann, wenn ich da dieses System mir reserviere zum Besiedeln, dann würde hier der Primärhafen gebaut werden, wo das Fähnchen ist. Wie finde ich jetzt ein System, ein vernünftiges? Was ist überhaupt ein vernünftiges System? Ein vernünftiges System ist zum Beispiel ein System mit Planeten, auf denen man landen kann, weil die kann man dann eben auch bebauen. Das sind dann hier diese Markierungen, wie viele Siedlungen dann eben gebaut werden können. So ein System mit einem Ringplanet ist auch nicht verkehrt, also ich brauche auf jeden Fall nicht nur Sonnen. Das macht Sinn, dann eben auch auf Planeten diese Siedlungen zu bauen. Die bringen dann eben auch Rohstoffe und so weiter und Bevölkerung. Deswegen sollte man sich sowas in der Art hier schon aussuchen, ein System. Vielleicht noch mit einem schönen Ringplaneten dazu. Hier kann man dann hier beispielsweise auch in die Asteroidenfelder, da kann man dann noch was bauen, zum Beispiel dann Asteroiden. Eine Asteroidenstation, einen Asteroidenhafen, das ist dann ganz sinnvoll. Jetzt habe ich das Problem, ich sehe hier zwar weiße Punkte, aber ich kann natürlich nicht überall reinschauen. Jetzt müsste ich normalerweise diese weißen Punkte anfliegen und müsste sie mir dann eben angucken, ob die interessant sind, ob da vielleicht irgendwie jetzt außer Sonnen noch was anderes drin ist. Hier sieht man es zum Beispiel auch ein freies System. Das ist ein bisschen dürftig, aber notfalls kann man sich das auch claimen. Jetzt noch, da ist immer noch frei, kein Primärhafen gebaut, kein Systembesiedelungsschiff drin. Das ist also noch frei. Wenn ich aber nicht reinschauen kann, da wüsste ich hier gerne mal, da geht nicht, keine Systemdaten, wie das aussieht, und da hilft einem zum Beispiel die Inara-Webseite. Da haben wir also hier die Möglichkeit, wir klicken das an. Dann können wir hier unten den Systemnamen, Zielname kopieren, den Systemnamen kopieren und dann nehmen wir hier uns Inara und kopieren das hier rein, klicken auf Suche und hier dann auf Himmelskörper und dann sehen wir, ob dieses System mehr als nur Sterne drin hat, ob da auch Planeten drin sind und was für Planeten das sind. Und dann ist da jetzt beispielsweise nichts, dann können wir uns ein anderes System suchen. Das ist jetzt die einfachste Methode, um ein System zu finden, das zum Beispiel, da haben wir wieder nichts, da klicken wir das an, um ein System zu finden, das eben passende Wunschplaneten sozusagen hat, wie ich die gerne hätte. So, da haben wir das wieder, dann können wir hier in die Seite das wieder hier rein kopieren. Dann müssen wir wieder auf Himmelskörper klicken, weil dann wird es aktualisiert. Zack, wie man sieht, in dem System sind auch wieder nur Sterne drin. Jetzt habe ich hier ein System, gucke ich mir das an, kopieren und gucke mir das in der Inara-Webseite an. Klicke auf Himmelskörper und da sehe ich hier beispielsweise sehr schön, hochmetallhaltige Welt. Hochmetallhaltige Welt. Eisplanet, Eisplanet, Eisplanet. Das wäre zum Beispiel ein System, da könnte man jetzt mal reinfliegen, direkt mit einem Explorer-Schiff und schaut sich das nochmal genauer an. Was sind hier die landbaren Planeten und was nicht. In der Regel sind die landbaren Planeten die, wo hier auch die Metalle alle aufgeführt sind. Die sind landbar und dann guckt man sich das an, ob es einem gefällt oder nicht. Und dann hat man vielleicht entsprechend das System gefunden, das man kolonisieren möchte. Dann ist der nächste Schritt dann hier noch zu schauen, ist denn hier in der Nähe auch ein violettes Dreieck in der Entfernung von maximal 15 Lichtjahren. Das muss man dann checken, wenn man drin ist im System.
Wenn dann beispielsweise kein violettes Dreieck ist, und zwar ohne diesen Baukran drauf, also ein ausgefülltes oder auch ein nicht ausgefülltes, dann muss man weitersuchen, weil nur da ist dann der Systembesiedlungskontakt, den man dann ansprechen muss. Ich habe also jetzt ein System gefunden und in der Nachbarschaft 15 Lichtjahre entfernt eine Station mit Systembesiedlungskontakt, der jetzt angesprochen wird. Wenn man das zum ersten Mal anklickt, erscheint dann hier so eine Hilfe, so eine Info. Da kann man jetzt das Video mal anhalten, um die zu lesen. Ansonsten blende ich die jetzt gleich wieder weg, um das Video kürzer zu halten. Das kann man auch später immer wieder neu aufrufen. Der Systembesiedlungskontakt in der Station zeigt mir jetzt hier anschließend so einen grünen Kreis. Und innerhalb dieses Kreises, der hat durch einen Durchmesser von 15 Lichtjahren, kann ich dann eventuell ein System besiedeln. Das würde mir durch einen schönen fetten grünen Punkt angezeigt. Hier mitten in der Bubble sind wir im Moment, ist allerdings hier nichts mehr zu wollen mit Besiedelung. Deswegen, da muss man schon in die Randbezirke der Bubble fliegen und etwas weiter raus, damit man noch ein freies System zum Besiedeln findet. Wie ich das am Anfang von dem Video ja schon gezeigt habe. Hier ist unten dann nochmal eine Legende, dass man sieht, was da die einzelnen Icons da bedeuten. Ich habe da jetzt ein System gefunden und sitze in der Station drin mit dem Systembesiedlungskontakt da oben. Das ist dann ein System, das ein anderer schon geclaimt hat und von da aus wird dann weiter kolonisiert. Das ist jetzt oben auf der Bubble, oben drüber. Da habe ich jetzt da so ein System entdeckt. Die weißen Kreise, die man da sieht, das sind noch auch unbewohnte Systeme. Die sind aber außerhalb von diesem grünen 15 Lichtjahre Kreis. Deswegen kann man die jetzt nicht direkt kolonisieren. Das kann man nur mit diesen dicken, fetten grünen Kreisen. Ich klicke da also jetzt auf das System, das ich mir ausgesucht habe, diesen grünen Punkt, und kann von da aus den Primärhafen konfigurieren. Das geht natürlich auch noch, wenn ich nochmal erst reinschaue in das System, in die Systemkarte, und kann dort auf Primärhafen konfigurieren klicken. Ich wähle mir hier jetzt einen Primärhafen aus, das wird ein kleiner Außenposten, den wähle ich mir aus, ein Handelsaußenposten. Warum, wieso, weswegen und Näheres zu diesen Primärhäfen kommt dann im zweiten Teil. Da empfehle ich dann speziell da an der Stelle den zweiten Teil sich anzuschauen. Hier muss man halt auswählen, was man für einen Primärhafen bauen will, und das geht hier dann eben nach der benötigten Menge an Rohstoffen, die man zum Bau braucht, und es geht um die Details des jeweiligen Hafens, der jeweiligen Station, was der eben für Vorteile oder auch Nachteile in das System bringt. Wie gesagt, da gibt es in den Teil 2 dazu in ausführlicher Weise. Wenn der dann ausgesucht wird, wird auf Anspruch bestätigen geklickt. Dann gibt es hier nochmal eine Hilfe, die verkürze ich auch wieder. Da kann man das Video dann wieder anhalten, um das lesen zu können, wenn man möchte. Und mit Schließen geht es dann wieder zurück ins System. Da unten kann man dann sehen, was man bauen kann, wie viele Bauplätze man für Orbit-Gebäude hat und wie viele Bauplätze man für Planetensiedlungen hat. Und da steht dann natürlich auch der Systemarchitekt drin, der man ist. Also man ist praktisch der Architekt für ein System, allerdings nicht der Besitzer für das System. Es gibt da keinen Besitzer. Im Endeffekt gibt es eine kontrollierende Fraktion. Und diese kontrollierende Fraktion ist immer die Fraktion, wo man den Systembesiedlungskontakt angesprochen hat, von welcher Fraktion der stammt. Schließen wir jetzt alle Fenster wieder, kommt dann wieder eine Meldung noch hier von dem Besiedlungskontakt, dass man jetzt eine Boje setzen soll in das zu besiedelnde System, um das praktisch da in Anspruch zu nehmen. Das wird praktisch dann 24 Stunden erstmal reserviert. Nach 24 Stunden wird es wieder freigegeben. Man kann diese Besiedelung von diesem System hier natürlich auch abbrechen wieder. Und das kann man auch später noch abbrechen.
Diese Aufgabe und auch später noch das Bauen des Primärhafens wird als Mission markiert, damit man da eben noch einen besseren Überblick hat. Und das heißt, ich muss eben jetzt in dieses zu besiedelnde System reinfliegen und muss dort, wie hier steht, wie man hier lesen kann, dort rein eine Boje setzen. Nun bin ich im System zur Besiedelung. Da gibt es jetzt etwas Neues im Schiff dort unter den Feuergruppen, und zwar die Selbstbesiedelungssuite, SB-Suite abgekürzt. Die sollte man sich jetzt da in den Feuergruppen auf eine Taste legen, weil man das jetzt gleich benötigt, um die Boje abzusetzen. Diese SB-Suite wird dann später auch nochmal benötigt, wenn man dann auf dem Planeten etwas bauen will, wenn man also eine Siedlung auf dem Planet bauen möchte. Die Boje findet man entweder hier über das Navigationspanel, Taste 1 standardmäßig, auf der rechten Seite dieses Panel, da sollte hier in der Liste dann vermerkt sein Bojeneinsatzort, wie man sieht. Man kann auch den VSS-Scanner benutzen, kann hier nach der Boje scannen. Die sitzt da auf der linken Seite unten in dem Lineal an der Stelle und dann braucht man die nur zu scannen, da Bojeneinsatzort, und mit der entsprechend definierten Taste kann man die gleich ins Ziel nehmen, dass man so eben auch sofort hinfliegen kann. Wenn man sich dafür eine Taste konfiguriert hat, zack, jetzt habe ich sie als Ziel markiert. Jetzt fliegt man zum Bojeneinsatzort hin und setzt mit Hilfe dieser SB-Suite dann dort die Boje ab. Zack, abgesetzt. Diese Boje ruft jetzt ein Systembesiedelungsschiff. Das wird jetzt losgeschickt von der Station, wo der Besiedlungskontakt drin war, den man angesprochen hat. Da kommt das Schiff her und da fliegt es dann später auch wieder hin, wenn die Station fertig gebaut ist. Und das muss man jetzt, dieses Schiff, das ist dann ein Bauschiff, wie ich es auch nenne, mit Rohstoffen beliefern, bis eben die Station fertig gebaut worden ist. In der Systemansicht haben wir hier auch ein neues Icon für eine Systembesiedelungsansicht. Da kann man dann beispielsweise sich angucken, welche Monde oder Planeten bebaubar sind und wo die einzelnen Baustellen an den jeweiligen Monden und Planeten sind. Und wenn man dann zum Systembesiedelungsschiff, das dann ja auch angezeigt wird im System, so wie eine Station, hinfliegt, und da kann man natürlich mit auch einem L-Schiff drauf landen. Das hat natürlich jetzt zum Beliefern mit Rohstoffen L-Landeplätze und da kann man dann kräftig Rohstoffe abliefern. Die Rohstoffe, die werden vom Bauschiff bezahlt, von dem Systemkolonisierungsschiff, und zwar ordentlich. Das sieht man jetzt hier mal in diesem Bild. Das ist also schon deutlich über dem Durchschnittspreis, was dann das Bauschiff für die einzelnen Sachen bezahlt, und da kann jeder Spieler nach Belieben auch Sachen anliefern, also das muss man nicht selbst sein. Jeder Spieler kann da was hinliefern und er kann natürlich auch entsprechend gut dran verdienen. Zum Beliefern des Bauschiffs und endgültigen Besiedeln dann des Systems hat man insgesamt 4 Wochen Zeit, und hier beim Systembesiedelungskontakt kann man es immer noch wieder abbrechen. Hat man die letzten Rohstoffe abgeliefert, dann steht die Station. Das heißt hier, der Außenposten ist fertig gebaut. Er hat auch gleich einen Standardnamen gekriegt. Das kann man dann umbenennen nach Belieben, entweder aus einer vorgegebenen Liste kostenlos, wo man sich einen Namen raussucht, oder aber man kann auch wirklich selbst einen Namen vergeben für die Station. Das kostet allerdings dann 5000 ARX. Und die Station und auch das System ist jetzt erstmal kontrolliert durch die Fraktion, der Systembesiedlungskontakt, den man in einem Nachbarsystem angesprochen hat zum Besiedeln, dann eben angehört. Und das sieht man dann hier, das ist in dem Fall zum Beispiel Skyline Monopoly, der gehört die Station und die ist auch kontrollierende Fraktion im System. Durch die Background-Simulation, BGS, kann man das natürlich ändern. Das ist ein bisschen Aufwand, aber es geht. Im Video des zweiten Teils zur Kolonisierung geht es dann nochmal
etwas detaillierter in die Thematik Primärhafen bauen rein, was dann eben alles sinnvoll und möglich ist und überhaupt warum, wieso, weshalb und wie das so gestaltet ist mit diesem Primärhafen. Und als dritten Teil, denke ich mir, geht es dann darum, was man dann weiterhin macht, wenn dieser Primärhafen fertig gebaut ist. Also hier zum Beispiel der Außenposten. Und wie man dann weiter vorgeht, um das System dann weiter auszubauen, zum Beispiel eben auch in eine ganz bestimmte Richtung der Wirtschaft oder bestimmte Richtung der Sicherheit und so weiter. Ja, schaut gern mal runter in die Videobeschreibung, da sind auch einige Links noch drin, interessante und zu diesem Thema. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne noch Fragen in einem Kommentar hinterlassen oder auch allgemeinen Kommentar. Und natürlich ein Like und ein Abo. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.